Herzlich willkommen bei Rico Vida Loca! Wir sind zurück, endlich mal wieder auf einer Wanderung. Wieder. Die Sommerferien sind vorbei, unser Kleiner ist in der Schule und heute sind wir da auf einer wieder schönen Wanderung bei der Levada del Nord. Und wie es da aussieht und wie es da weitergeht, seht ihr nach dem Intro. Alles voll Weintrauben hier, Wahnsinn. Wir laufen hier genau durch so eine Art Weinrebenfeld, sage mal für die Weintrauben, die nachher gepresst werden zur Weinverarbeitung, ne? Schöne Haus. Boah, guck mal, da hinten färben sich die Blätter schon so rot. Wir sind da auch wieder das erste Mal und lernen die mal kennen. Und die ersten Eindrücke bis jetzt, top, gut gefunden mit Google Maps. Die hat uns direkt vom Eingang, sag ich mal, geführt. Auto kann man direkt stehen lassen da an der Straße. Und boah, ich schwenk mal rum. Das müsst ihr gesehen haben. Schöne Aussicht von hier oben. Das sind alles Süßkartoffeln hier unten. Weinfelder, Mais. Ja, ich weiß gar nicht, das ist auch irgendein Gemüse. Aber ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ich weiß nur die Umgangssprache von dem. Man sagt dazu eben Elefantenohren, weil die so groß sind. Die uns schon länger verfolgt, die hat gesehen, dass wir den Namen geändert haben von Abenteuer Madeira auf Rico Vida Loca. Das hat folgende Bewandtnis. Wir wollen mit dem Kanal nicht nur mit Madeira in Verbindung gebracht werden. Das heißt nicht, dass wir jetzt keine Madeira-Videos mehr machen oder weiß ich was. Das wird immer mal wieder Videos geben über Madeira, aber wir sind natürlich auch wir haben auch andere Hobbys, sage ich mal. Wir sind auch mega gerne am Essen viel oder am Reisen und wollen auch andere Länder nachher online oder hochladen und euch zeigen. Und dann würde der Name Abenteuer Madeira, sag ich mal, nicht dazu passen. Das ist mal was komplett anderes, was wir bis jetzt gelaufen sind an den anderen, also gegenüber den anderen Levadas. Wir sind da in Camara dos Lobos. Man läuft hier so durch Siedlungen. Und da hat man hier zwischendurch den Häusern immer so eine geile Aussicht. Sind wir gespannt, was hier auf jeden Fall noch auf uns zukommt. Was man hier ab und zu mal sieht, was ich nicht so schön finde, ist überall ein bisschen Müll. Ja, da an den Levadas sieht man es mal, da Fischdosen drin und so. Das finde ich nicht so cool. Also verstehe ich nicht, was das soll. Warum man nicht einfach Müll schmeißen kann. Oder da so eine Brise, so, was soll das, ne? Aber sonst ist das hier eigentlich idyllisch ohne Ende, wunderschön und auch die Leute sehr nett. Ja, darum heißt die Insel auch Blumeninsel. Überall blüht was. Die Hortensen sind so schön blau. Da verblüht, da kommen sie schon wieder nach. Wirklich. Einmalig so. Überall blüht irgendeine schöne Pflanze. Geranien. Da unten machen sie so Teichpflanzen, wie es aussieht. Bananen. Und vor allen Dingen, wer so eine Blütenprachten kennt, der weiß ja, wie viel Duft die abgeben. Die ganze Levada ist so parfümiert.
Und wenn hier einer mit einem schönen, sommerlichen, aufgetragenen Parfüm lang marschiert. Wirklich cool. Oh, hier alles voll Tomaten. Man sieht auch immer hier, wie in Madeira viele von der Landwirtschaft, oder was heißt sich selbst versorgen mit der Landwirtschaft. Mais, Tomaten. Ja, das macht jeder. Wir machen es ja auch. Und ja, das ist einfach nicht nur, weil es ein Hobby ist, sondern weil man schon mit dieser Einstellung groß wird. Ne? Ich liebe Wandern. Endlich wieder wandern, Freunde. Eine kleine Ziege hier. Wollen wir hoffen, dass die uns nicht die Hörner gibt. Dass man mal hier Ziegen hat oder Kühe überall oder vor allen Dingen auch Hunde. Bei Hunden muss man natürlich aufpassen. Hier sind viele Hunde, die so frei rumlaufen. Bei uns in Porto do Sol gibt es jetzt so eine Aktion. Da kann man mit seinem Tier hin, mit seiner Katze, mit seinem Hund und chippen lassen. Das war hier vorher auch noch nicht so gang und gäbe. Und impfen lassen gegen wichtige Krankheiten. Und das gibt es Aktionen, ich glaube, wenn der Hund schon einen Chip hat, kostet 5 Euro. Und wenn der Hund noch keinen Chip hat, ist inklusive Chip 10 Euro. Das fängt jetzt langsam da an. Finde ich gut, dass da ein Denken langsam anfängt, weil die Touristen, die wollen hier wandern, die wollen laufen und die, ja, habe immer wieder gehört, wir haben auch selber schon, sag ich mal, Begegnungen mit Hunden gemacht, wo man nicht genau weiß. Schon ein paar Mal, ne? Ne, schon ein paar Mal haben wir schon erlebt. Ich habe schon erlebt, die Situation bei uns passiert. Ja, und was würdest du den Zuschauern sagen, was man mitnehmen sollte auf so einer Reise? Eine Pau, einen Stock, nehme einen Stock, bitte. Ja. Sicherheit. Genau, meine Frau kann das aus Brasilien, das ist ja auch so. Und da sagt sie, wir müssen immer mit dem Stock lang marschieren. Es ist nicht für Schläge, aber es ist für den Hund ein bisschen Angst hatte und nicht Richtig. Ne? Ich erkläre mal kurz. Also mit dem Stock geht man sicher nicht auf den Hund drauf los, es sei denn, er greift dich an und man muss ja verteidigen. Aber mit dem haut man so ein bisschen auf den Boden, wenn man merkt, dass der auf dich zukommen will oder angreifen will. Weil wir haben jetzt da diese Erfahrung gemacht, das sind ja alles keine Rassehunde oder sehr, sehr wenig Rassehunde, das sind alles Mischlinge, da Dorfköter oder Dokö, wie man mal gesagt hat so schön früher. Oder heute noch sagt wahrscheinlich, da der nächste, der Kleff da oben. Die scheißen sich sofort in die Büchse, wenn die merken, dass die da... wenn die merken, dass man da ein bisschen auch gegen angeht. Dann scheißen die sich ja meistens sofort in die Büchse. Aber man muss natürlich auch Nerven beweisen. Wenn man schon von vornherein Ängste ist oder Angst hat bei so Sachen, dann würde ich das nicht riskieren, dann würde ich lieber umdrehen. Weil, ja, ein Duell sollte man da nicht unbedingt suchen. Hier zwischen kommt man wieder wie so eine Lichtung und dann sieht man so eine schöne Aussicht da hinten. Die Stadt, Camara dos Lobos. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are... Diese Aussicht, boah, das ist in Worten nicht zu fassen. Ja, Freunde, mit der schönen Aussicht verabschieden wir uns für heute. Das war die Levada da Nord oder Donord in Camara dos Lobos. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie wir. Ja, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, lasst ein Like da und drückt die Glocke. Und dann sehen wir uns wieder am Samstag mit in der Geschichte Teil 2.
Gut, dann haltet die Ohren steif und ich übergebe das Wort meiner Frau. Ich hoffe, gefällt euch. Lasst eure Like nicht vergessen. Die bleiben mit euch. Genau. Also, ciao und ahoi. Ahoi! Back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.